Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin hier auf der Inhorgenta in München, die Uhren- und Schmuckfachmesse, und ich bin jetzt hier bei Manfred Braßler, das ist der geschäftsführende Gesellschafter und Gründer der Meistersinger. Die haben sich spezialisiert auf Einzeigeruhren zur Entschleunigung. Es gibt also keinen Sekundenzeiger, der irgendwo nervt und ablenkt. Ja, herzlich willkommen. Und Sie haben als Neuheit heuer sicher auch wieder einiges mit dabei, was wir uns jetzt vielleicht mal anschauen können. Ja, ich würde gerne noch vorausschicken, dass auf die Frage hin, wann ist denn der zweite Zeiger bei der Uhr dazugekommen, dass die meisten staunen, dass es erst Mitte des 18. Jahrhunderts war. Weil vorher waren die Uhren gar nicht genau genug. Es hätte gar keinen Sinn gemacht, die Minuten anzuzeigen. Und Meistersinger geht zurück in die Zukunft, könnte man sagen, und zeigt heute die Zeit so an, wie man es vielleicht zu Bachs und Händels Zeit gemacht hat, nämlich mit nur einem Stundenzeiger. Und wie charmant es sein kann, die Zeit so zu lesen wie damals, das kann man mit einem Meistersinger am Arm erleben. Und hier gehen wir sogar noch einen Schritt weiter bei der neuen Pangea 365. Wir greifen zurück auf eine Gestaltungsweise, die bei Taschenuhren um 1800 durchaus üblich war. Alles war sehr feingliedrig, sehr transparent, und das greifen wir bei der Uhr auf, die übrigens zwei offengelegte Scheiben hat, nämlich die Datumsscheibe und die Tagesscheibe. Ich drehe jetzt in die eine Richtung, dann bewegt sich die Anzeige, die den Tag anzeigt, und ich drehe in die andere Richtung, dann wird das Datum gestellt. Und oben bei den roten Strichen, da liest man im Prinzip Tag und Datum ab. Also oben bei der 12. Und wir haben einen Zeiger ausgewählt, der durchaus aus dieser Zeit auch stammen könnte, also einen extrem feinen Nadelzeiger. Dünner kann man Zeiger nicht machen, sonst existiert er nicht mehr. Und alles zusammen gibt eben ein unglaubliches Gesamtbild. Und insofern, wir haben diese Art der Gestaltung sehr häufig schon als Editionen auf den Markt gebracht. Hier ist es zum ersten Mal eine Uhr, bei der wir das für eine Serienuhr machen. Liegt auch ein bisschen daran, das muss ich gestehen, weil wir sehr erfolgreich waren immer mit diesen Editionen. Die waren immer schnell vergriffen. Das Gehäuse ist eher fließend, sehr harmonisches Gehäuse, und auf dem Gehäuseboden sieht man durch den Glasboden das Uhrwerk ticken, das 38 Stunden Gangreserve hat. Also wenn man die Uhr regelmäßig trägt am Tag, wird die automatisch aufgezogen. Das wissen alle, die sich mit mechanischen Uhren beschäftigen, aber nicht jeder hat eine mechanische Uhr. Das heißt, das ist jetzt eine, die jetzt im Frühjahr auf den Markt kommt und dann länger dauerhaft lieferbar sein wird. Genau. Ich komme noch zu einem anderen Modell, was auch jetzt neu ist. Allerdings, das Gesamtbild ist überhaupt nicht neu, weil es eigentlich der Klassiker von Meistersinger ist, nämlich die Nummer 3 mit Automatikwerk, die wir jahrelang, seit 20 Jahren, mit wachsendem Erfolg in 43 mm am Markt haben. Und natürlich ist 43 mm für so manchen Kunden schon eine Ansage, eine große Uhr, und deswegen machen wir die seit diesem Jahr in 38 mm. Auch mit einem Werk, was eine sehr flache Anmutung zulässt. Also es ist eine sehr zierliche Uhr, die sowohl von Männern als auch von Damen getragen werden kann. Und hier sieht man auch das SW 300, dieses sehr hochwertige Uhrwerk bei der Arbeit gerade. Die Unruhe, die hier den Takt angibt und dafür sorgt, dass möglichst genau der Takt eingehalten wird. Und je genauer man diese Unruhe einrichten kann, diese Mechanik einrichten kann, desto genauer geht sie. Und wie gesagt, vor 200, 300 Jahren hätte man das nicht auf so eine Art und Weise hinkriegen können. Das heißt, Sie haben sich jetzt einfach hier
spezialisiert seit vielen Jahren. Ganz am Anfang, glaube ich, haben Sie auch noch Zweizeigeruhren gemacht, wie Sie 2001 angefangen haben. Wir haben ganz am Anfang auch klassische Zweizeiger, also mit Stunden- und Minutenzeiger. Und die Frage war einfach, was setzt sich durch? Und zu meiner größten Verwunderung ist der Anteil der Einzeigeruhren immer höher geworden, sodass am gewissen Punkt wir gesagt haben, okay, wir hören auf mit den Zweizeigeruhren, die hat jeder. Und wenn sich jemand fragt, aber ist es nicht seltsam, die Zeit so zu lesen, dann müssen Sie mal mit einem Lehrer oder mit einem Kindergärtner sprechen. Die sagen nämlich, wow, wenn man die Uhrzeit so ablesen würde und den Kindern sagen kann, schau mal, jetzt ist es 5 und jetzt ist es 6 und der Strich genau in der Mitte, dann ist es 5:30. Und wenn er hier bei diesem etwas größeren Strich ist es 5:15 und jetzt ist es 5:45. Also kinderleicht abzulesen. Und ich wette, dass die Menschen, denen man damals die erste Zweizeigeruhr gezeigt hat, gedacht haben, das wird sich nie durchsetzen. Da musst du ja die Zeit aus 2 Informationen ablesen. Viel zu kompliziert. So muss eine Uhr sein. So wie eine Sonnenuhr, die hat ja auch keine 2 Strahlen, sondern die Zeit wird über einen Strahl angezeigt. Ja, ich kann mich auch erinnern an die Zeit mit meinen Digitaluhren oder wenn ich auf das Smartphone schaue, da steht es ja auch digital drauf und ich sage dann trotzdem, es ist kurz nach 5, es ist kurz vor 5:30. Ja, ja. Und so sage ich es dann meinen Freunden. Genau, und nicht, es ist jetzt 15 Uhr, 20 Minuten und 15 Sekunden. Eine Uhr ist sehr präzise und es soll auch so sein. Und die mechanischen Uhrwerke gehen an die Grenzen dessen, was möglich ist an Genauigkeit. Was man mit einer Digitaluhr sowas von locker abbilden kann, ist hier wirklich eine große Herausforderung. Aber es lohnt sich, weil man spürt, dass hier Handwerk drinsteckt, dass hier unglaubliche Sorgfalt stattfindet. Das ist nicht eine Uhr, die man mal eben einkauft fürs nächste Jahr, sondern die eignen sich dazu, an die nächste Generation weiterzugeben. Also das ist ein besonderes Vergnügen, solche zeitlosen Dinge heute noch zu bauen. Und Gott sei Dank hat diese mechanische Uhr und diese Sorgfalt, die in eine mechanische Uhr geht, geradezu Hochkonjunktur. Viele Menschen leisten sich das Vergnügen, sowas Schönes am Arm zu halten, bei dem er sowas wie eine innere Kraft geradezu spürt. Jetzt habe ich es hier schon zum Sehen etwas Ungewöhnliches. Ein Modellauto, ich tippe mal ein Schoko-Auto, Maßstab 1:18 müsste das sein, relativ groß. Ich mache ja viele Videos auch über Spielsachen, war vor kurzem auch wieder auf der Spielwarenmesse, habe da auch wieder einiges Neues gesehen. Was hat jetzt dieser VW-Bus mit Ihnen, mit Meistersingern zu tun? Es ist zwar hier eine Uhr oben drüber, aber was hat es damit auf sich? Also ich musste lernen, dass es diesen Begriff Restomod gibt und das steht für hauptsächlich Fahrzeuge, also Autos, die eigentlich Oldtimer, historische Fahrzeuge sind und die sich Leute, die sich leisten können und Freude dran haben, technisch so modifizieren, dass das Auto von außen wie ein 911er von 1960 aussieht, aber von innen absolute State of the Art ist, hat alles, was ein modernes Auto hat. In gewisser Weise ist dieses Fahrzeug, dieses Modell auch ein Beispiel, dass es tiefer gelegt, das ist ein klassisches Resto-Mode-Modell und die Uhr, die Neo, ist im Prinzip das ein Pendant dazu. Auch die geht zurück in die 50er Jahre, weil damals sahen Uhren so aus, hatten ein sehr großes, weitläufiges Glas. Das Gehäuse hat sich total zurückgenommen. Und der Nachteil war, dass man dafür Plexigläser genutzt hat und die haben eben nicht die Haltbarkeit, die Widerstandsfähigkeit wie Saphirgläser, die heute Standard bei Uhren sind. Und Meistersinger hat diese Neo jetzt
so modifiziert, dass er auch ein Saphirglas tragen kann. Und der Nachteil ist nicht mehr da mit diesen Gläsern, die keine hohe Widerstandskraft hatten. Und trotzdem sieht sie genauso aus wie eine Uhr aus dieser Zeit, die damals üblich war. Und von der Größe her korrespondiert sie auch mit den Uhren aus dieser Zeit. Sie ist nämlich nur 36 mm, also ist für den schmalen Arm oder für die Dame bestens geeignet. Und das ist jetzt ein Sondermodell. Ich korrigiere mich, es ist eine Edition von 100 Stück, die mit diesem Modellfahrzeug ausgeliefert wird, in dieser Verpackung. Ich habe jetzt leider das Cover nicht da, dass man oben drauf sitzt. Und es ist eigentlich ein Stück, das man ins Regal stellen muss. Deshalb heißt die Uhr T1, T1 Edition für den VW-Bus T1. Dann. Genau, das war der erste VW-Bus. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande. Meinem Enkelsohn habe ich gesagt, Jona, ich will irgendwann mal noch so ein Oldtimer T1. Das ist aus meiner Kindheit das Nonplusultra. Und dann hat er mir später erzählt, Opi, wenn ich mal groß bin, dann kaufe ich dir ein Auto und dann warten wir so lange, bis er ein Oldtimer wird. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, der Haken ist, ob ich dann so lange noch da bin. Und dann hat er, und ich habe es gar nicht bemerkt, was ich angerichtet hat er schrecklich zu weinen angefangen. Aber das nur als kleine Anekdote. Wenn ich dieses Fahrzeug hätte, ein Oldtimer, ein T1, den würde ich mir glatt in den Garten stellen und jeden Morgen drin frühstücken. Ich weiß nicht, ob ich in Urlaub fahren würde, aber es ist einfach ein Vergnügen, solche Dinge, die nach so langer Zeit immer noch eine Gültigkeit haben, die immer noch wunderbar aussehen, die was Ikonenhaftes haben, nach so langer Zeit keine Ermüdungserscheinung haben. Und das können unsere Uhren auch. Das kann eine gut gemachte, perfekt gestaltete und gut ausgestattete, perfekt ausgestattete in Schweizer Qualität, kann so eine Uhr auch. Die kann letztlich für Generationen da sein. Gutes Stichwort, Schweizer Qualität. Das heißt, Sie entwickeln und gestalten die Uhren in Münster im Westfalen und in der Schweiz werden die Uhren gefertigt. Ja. Ich war damals, als ich damit begonnen habe, das ist ja erst 21, 22 Jahre her, da ist in Glashütte auch wieder eine Uhrenindustrie entstanden. Aber mir war klar, nee, das werde ich mir nicht antun, nach Glashütte zu ziehen. Und ich habe dann angefangen, in der Schweiz fertigen zu lassen. Und deswegen, Meistersinger steht für erstklassige Schweizer Qualität. Gut, dann bedanke ich mich bei Manfred Brasler von der Firma Meistersinger hier für die Vorstellung von ein paar Neuheiten der Inhurgenta 2024. Ich danke Ihnen.